Hallo liebe Hausbauhelden, wir zeigen euch heute ein Fertighaus der etwas anderen Art, denn dieses Fertighaus hier, das ist in Holzständer Bauweise von einer regionalen Zimmerei gebaut worden. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die Bauherren Miriam und Lars hier erst vor 2 Monaten eingezogen, aber wir dürfen schon mal schauen. Ja, und weil Lars selbst Badspezialist bei Duravit ist, legen wir bei diesem Objekt auch ein besonderes Augenmerk auf die Badezimmergestaltung und schauen, was so ein Badprofi bei seinem eigenen Bad so alles beachtet. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind Lars und Miriam. Komm rein in unser Traumhaus. Gerne, Dankeschön. So, als erstes sind wir hier in unserem Wohn-, Ess- und Kochbereich und vielleicht zeige ich euch als erstes mal die Küche. Sehr gerne. Ja, Miriam, um ein bisschen reinzukommen, gib uns doch gerne mal so ein paar Hardfacts zu eurem Haus. Also, wir wohnen jetzt seit 2 Monaten hier. Wie man draußen auch sieht, es ist ein Neubaugebiet. Wir sind jetzt die Ersten, die hier eingezogen sind. Unser Haus hat so circa 180 Quadratmeter ohne Keller. Der Keller kommt noch zusätzlich hinzu. Also das ist eine Holzständerbauweise, in Holzständerbauweise gebaut unser Haus, von einer Zimmerei, von einer örtlichen Zimmerei. Und zwar eben wichtig, dass wir regional bauen und haben da aus einem Nebenort eine Zimmerei gefunden, die uns nach unseren individuellen Wünschen das Haus gebaut hat. Und wichtig war euch auch der ökologische Aspekt und die Nachhaltigkeit. Auch beim Thema Heizen, ihr habt eine PV-Anlage auf dem Dach und so weiter, also da seid ihr voll ausgerüstet in die Richtung. Genau, also das war auch ein Grund, warum wir uns letztendlich für ein Pultdach entschieden haben, weil wir eben richtig viel PV-Module drauf bekommen und darum haben wir uns für diese Dachform entschieden. Spannend, ja. So, jetzt stehen wir in eurer wunderschönen Küche. Also man sieht ja schon Kontrast, schwarz und weiß. Ich mag es eigentlich sehr schlicht und einfach und wir haben lange überlegt, ob wir vielleicht eine schwarze Küche wollen, haben uns aber dann für die weiße, zeitlose Küche entschieden. Einfach auch ein bisschen mit der Kombination mit dem Holz im Hintergrund, weil wir eben sagen, da kommt auch der Holzcharakter wieder ein bisschen raus. Schlicht, grifflos, solche Dinge waren mir einfach wichtig. Ja, also öffnen kann man sie, indem man hier seitlich reingreift, ne? Also es ist jetzt nicht, es gibt ja auch dieses Drückkonzept. Und es ist ein sehr großer Kochblock. Also es ist ja keine Insel, weil es an der Seite fest ist. Es war einfach wichtig, dass wir viel Stauraum haben und dass wir die Sachen gut unterbringen. Wir haben ansonsten im Wohnbereich nicht wirklich viele Schränke, wo wir Sachen unterbringen und deshalb haben wir den großen Küchenblock gewählt. Und Stauraum, wir haben halt auch, was super wertvoll ist, die Speisekammer hier auch noch separat. Genau. Ja, können wir ja vielleicht auch mal aufmachen. Ganz kurz rein. Auch natürlich wieder mit dem Holzdetail hier, was sich auch wiederfindet. Ja, und einfach um Vorräte abzustellen und einfach die Tür zuzumachen und man hat wieder die saubere Küche. Ja, ist viel wert, ne? Ja. Wenn wir mal ein Stück weitergehen in euren Ess- und Wohnbereich. Ja. Also was natürlich auffällt, ist es sehr großzügig, ne? Und es ist auch sehr clean. Also ich bin schon immer eher der cleane Typ. Ich mag es einfach, wenn es aufgeräumt ist und mir gefällt es auch so die Farben schwarz, weiß, grau. Das waren so ein bisschen das Leitmotiv, das ich ein bisschen im Kopf hatte. Und ich finde, man kann dann auch mit Dekoration noch ganz viel machen und Farben reinbringen. Wir haben jetzt auch keine neuen Möbel gekauft, sondern wir haben aus unserer Wohnung die ganzen Sachen mitgenommen. Also anfangs war der Plan, dass wir neue Möbel kaufen. Irgendwann hatten wir dann vom ganzen Aussuchen genug und wollten nicht nochmal wieder los. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir die Möbel mitnehmen. Den Boden haben wir einfach auch ausgesucht, zeitlos. Und mir war auf jeden Fall auch wichtig, dass er gut zu reinigen ist. Unempfindlich. Ihr habt 2 Kinder. Genau, ja. Eine 4-jährige Tochter und ein 7 Monate alt. 7 Monate alter Sohn. Das heißt, naja, also da passiert schon mal gern was und dann ist man froh, wenn man nicht den Teppich abrubbeln muss oder sowas. Jetzt noch zum Thema Außenbereich. Ihr seid ja erst eingezogen, hast du ja gesagt, dafür ist es ja eh schon unglaublich fertig. Aber draußen habt ihr jetzt noch
keine Terrasse, einen Garten. Was ist da geplant? Genau, also wir wollen hier draußen noch eine Terrasse, eine große Terrasse machen und eben auch zur Straße hin einen Sichtschutz, dass wir hier auf jeden Fall schön dann im Sommer raus können. Und oben kommt eben noch der Balkon, der hier jetzt auch noch nicht fertig ist, über die ganze Länge. Dann lass uns doch mal in den nächsten Raum vielleicht schauen. Ja. So, hier sind wir nun in meinem beruflichen Reich. Ich bin Lehrerin und mache in meiner Freizeit noch viel Kreatives. Ich nähe ganz viel, ich plotte und habe dafür einfach einen richtig großen Raum gebraucht. Und das ist jetzt hier mein Büro. Ich nähe in meiner Freizeit sehr gerne und auch viel. Ich bin im Moment für einen Fastnachtsverein tätig bei uns hier im Ort. Und meine große Leidenschaft ist einfach das Mützennähen. Da habe ich vor einigen Jahren schon damit angefangen und mache das immer noch sehr viel und hobbymäßig. Und dann sehe ich noch die Gitarre da stehen. Genau, das ist meine Gitarre. Ich bin Musiklehrerin und spiele Gitarre und auch Querflöte in meiner Freizeit. Und was mir da auch sehr wichtig ist, ist eben hier dann später mal der Terrassenzugang, dass wenn die Kinder draußen spielen, dass ich immer ein bisschen einen Überblick noch habe. Mhm. Hier ist jetzt aktuell auch noch, glaube ich, Büro von deinem Mann, weil der Keller noch nicht fertig ist. Ne? Richtig, da soll ein Büro reinkommen und dann darf er runterziehen und du kriegst den ganzen Raum. So, dann würde ich mir jetzt gerne den nächsten Raum angucken. Ja, gerne. Wir gehen hier jetzt in unser Gästebad und da übergebe ich an meinen Mann, denn der ist da. Das ist sein Spezialgebiet. Lars, du bist berufsbedingt der Badexperte. Schauen wir uns das Gästebad mal an. So, dann folgt mir mal in unser Gästebad. Uns war eben wichtig, dass wir hier wirklich auch einen Bereich haben, wo sich die Gäste wohlfühlen. Das ist ja dann doch ein Raum, in dem man sich dann auch mal den Gästen zeigt im Prinzip. Und wir haben hier, sieht man nicht so gut, hier noch eine Dusche hinten dran, weil wir einfach gesagt haben, mit 2 Kindern ist es vielleicht ganz praktisch, einfach auch eine zweite Dusche zu haben. Und vor allem steckt da auch das Thema dahinter, dass wir perspektivisch in der Lage sind, die beiden Etagen voneinander als eigene Wohnungen abzutrennen. Ja, das heißt also, ihr habt die Möglichkeit, hier unten zu wohnen auf einer Ebene später, habt hier eine große Dusche, die ist nämlich außergewöhnlich groß, ja, für ein Gästebad, wenn da überhaupt eine Dusche normalerweise drin ist, und könntet dann entsprechend die Bereiche abtrennen, sodass ihr... Genau, ob wir das wirklich dann mal machen, das steht noch auf einem anderen Blatt, aber wir wollten es auf jeden Fall so planen, dass es perspektivisch möglich wäre. Dann hätte man hier auch wirklich einen barrierefreien, ebenen Bereich, auch für das Alter vielleicht später mal. Und da wollen wir auf jeden Fall entsprechend gewappnet sein. Ja, was war hier bei der Gestaltung dir als Profi noch wichtig bei so einem Gästebad? Worauf ist da zu achten? Also ganz wichtig fand ich auf jeden Fall auch hier die Lichtplanung. Wir haben Deckenspots, wie ihr seht, und wir haben hier auch nochmal einen Spiegel mit umlaufendem Licht. Wir wollten auch ein Stück weit Stauraum haben. Wir haben hier dann nochmal einen Schrank, den man aufmachen kann entsprechend. Und es sollte einfach ansprechend und auch clean sein. Wir haben überall in den Bädern Unterputzarmaturen in schwarz, wie auch unsere Griffe oder unsere Türklinken haben wir entsprechend schwarz. War uns einfach wichtig, hier das Konzept weiter fortzuführen. Sehr schön. Und natürlich Tageslicht immer wichtig, ne? Genau, genau. So, Lars, kannst du hier nochmal zeigen, wie das denn laufen würde, wenn ihr jetzt die beiden Wohnbereiche voneinander tatsächlich abtrennen würdet? Klar, gerne. Also man sieht es hier vielleicht auch angedeutet, hier ist ein Holzbalken drunter und man könnte im Prinzip hier einfach eine Wand nochmal an der Treppe einziehen, bis hier zu diesem Akustikpanel, hätte dann hier noch eine Tür und hätte somit ein außenliegendes Treppenhaus, wo man dann eben in den oberen Stock gelangen könnte, ohne in die EG-Wohnung reinzugehen. Perfekt, ja, echt gut gelöst. So, wenn wir hier noch ein bisschen weiter schauen, hier sind wir vorher einfach vorbeigelaufen, aber da ist eure Garderobe, die ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist, denn sonst ist es irgendwie einfach ein Teil vom Flur. Hier haben wir einen Sichtschutz, auch wieder mit den Holzelementen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Also auch hier war uns wichtig, mit 2 kleinen Kindern braucht man einfach viel Stauraum und man weiß es ja, es liegen dann immer Schuhe und Jacken und Schals und Mützen rum. Wir wollten es einfach auch wieder ein Stück weit abgetrennt haben, deshalb halt hier auch so diese halbe Vorwand im Prinzip. Ja, und trotzdem ist es ein offener Bereich, der ein bisschen einladend wirken soll, aber man kann auch einfach mal was verstauen, ohne dass das jeder gleich sieht. Ja, ist echt angenehm gelöst. Ja, und wenn wir dann beim Holz sind, da führt uns die Holztreppe dann in den 1. Stock hoch.
Aber Lars, lass uns hier mal kurz anhalten, weil mir das natürlich auffällt, das wunderschöne hohe Galeriefenster in eurem Treppenhaus. Viel Tageslicht war wichtig, ne? Genau, also das war uns im ganzen Haus wichtig und auch natürlich im Treppenhaus. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen vernachlässigter Raum, aber wir fanden das wichtig, dass es auch hier hell ist und wir wollten eben auch die Höhe des Hauses entsprechend schön ausnutzen, deshalb auch die hohen Fenster hier. Apropos Höhe, ihr habt ja das Pultdach und da auch ganz hoch diese Lampe angebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz ohne war. Bis die Lampe hing, das war mal eine Aktion von fast einem ganzen Tag. Wir haben es leider verpasst, die aufzuhängen, als noch von den Handwerkern die Gerüste standen, mussten somit ein eigenes Gerüst aufstellen. Und es war durchaus ein bisschen halsbrecherisch am Schluss, da oben die Lampe dann festzuschrauben. Aber ist nichts passiert, hat dann geklappt. Alles hat geklappt, sie leuchtet, wie ihr seht. Und wir sind sehr froh drüber. Gut, dann Thema Elternbad, Hauptbadezimmer. Gehen wir als nächstes. Sehr gerne. So, hier sind wir jetzt in unserem Hauptbad und wie du schon gesagt hast, ich befasse mich auch beruflich mit dem Thema Bad und das war natürlich für mich ganz toll, mich hier mal wirklich so verwirklichen zu können. Da habe ich mich mit am meisten drauf gefreut beim Hausbau. Und ja, wie ihr seht, wir haben prinzipiell mal eine T-Wand hier installiert. Wir wollten so den WC und den Duschbereich einfach ein bisschen abgetrennt haben und vor allem auch den Waschplatz hier wirklich im Fokus haben, in einem schönen Licht haben. Deshalb eben auch der Einbauspiegelschrank, da zieht sich dann auch wieder das Thema mit dem Stauraum durch. Haben wir einfach viel Platz, um Dinge zu verstauen, die nicht jeder gleich sehen soll. Wir haben natürlich auch wieder die schwarzen Armaturen entsprechend durchgezogen und mit der Holzkonsole nochmal auch einfach auch gezeigt, dass uns der Werkstoff Holz wichtig war. Und ihr habt ja auch 2 Ebenen, ne? Also die Badewanne, die steht ein bisschen erhaben und auch auf einem helleren Boden. Ja, genau. Also wir wollten so ein bisschen Zonen schaffen im Hauptbad und eine Zone ist der Waschplatz und der zweite Bereich hier ist eben die Bade-Area, möchte ich sagen. War uns auch ganz wichtig, eine Badewanne zu haben, hatten wir in der Wohnung nicht und unsere Tochter findet das natürlich ganz, ganz toll und auch der Kleine wird sich da irgendwann freuen, wenn er hier baden kann. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie sieht es denn preislich aus für so ein Bad? Was muss man denn kalkulieren, wenn man das jetzt sagt, das gefällt mir so und da möchte ich mich mal orientieren können? Also so als grobe Orientierung inklusive Installation beider Bäder liegen wir so bei etwa 20.000 € und auf das Hauptbad entfallen etwa 2/3 davon. Lars, wenn wir hier ein bisschen weiter gucken, da fällt mir natürlich auch auf, dass wir hier nochmal Schränke haben. Das Thema Stauraum haben wir jetzt schon gehört, war uns sehr, sehr wichtig. Wir haben auch hier wieder uns für Holz entschieden, sind dann auch spezielle Badmöbel, also denen macht die Feuchtigkeit dann auch nichts aus und die kann man hier ganz schön mit Tip-on-Technik aufmachen. Das gleiche haben wir auch bei der Waschtischunterbaukonsole, wo ich dann eben auch mit Tip-on-Technik das ganz schön aufmachen kann. Ja, genau. Ja, und hier weiter sind wir noch hinter dem anderen Teil vom T. Vorne ist die Toilette und hier ist eure große Dusche noch dahinter, eben auch mit Sichtschutz. Genau. Eben hier ist jetzt unsere Dusche. Uns war ganz wichtig, eine Walk-in-Dusche zu haben. Wir haben bewusst auch auf eine Glastrennwand verzichtet. Wir haben hier leider relativ kalkhaltiges Wasser und da ist man dann mehr am Putzen als am Duschen. Wir haben uns deshalb auch für eine Entkalkungsanlage im Keller entschieden und das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns und wir sind da total zufrieden damit. Und es ist natürlich auch ein sehr schönes, großes Bad, was ja total viel Sinn macht mit euren beiden Kindern, die ja direkt ums Eck ihre Kinderzimmer haben. Genau, wir haben hier gerade nebenan die Kinderzimmer, würde ich dir gerne zeigen. Wir haben jetzt hier die beiden Kinderzimmer. Ich würde euch mal das Zimmer von unserer Tochter zeigen. Wir haben hier noch die Besonderheit, dass wir hier eine zweite Ebene eingezogen haben. Hat dann auch die Zimmerei direkt mitverwirklicht beim Holzhausstellen. Wir haben dann nur die Balken noch mal lasiert, damit die von der Farbe auch so hell bleiben und nicht nachdunkeln. Und der Kleine drüben hat dafür als Ausgleich Balkonzugang dann bekommen. Das heißt, was ist hier geplant? Da kommt dann noch eine Leiter hin oder ein Treppchen? Genau, also da wird dann hier in dem Treppenloch noch eine Treppe aufgestellt. Wir werden hier vorne ein kleines Geländer hinmachen als Absturzsicherung und da kommt dann oben das Bett nach oben, damit unsere Tochter dann
statt des Bettes hier noch mal ein bisschen mehr Platz zum Spielen oder später dann auch für den Schreibtisch für die Schule hat. Was gibt es jetzt hier im ersten Stock noch zu sehen? Wir haben eben nebenan das Kinderzimmer noch. Ich würde euch aber gerne noch den Hauswirtschaftsraum zeigen, den wir hier auf der Ebene verwirklicht haben, und würde dazu an meine Frau noch mal übergeben. Miriam. Hallo, ich zeige euch jetzt meinen absoluten Favoritenraum. Das ist meine Waschküche. Es ist ganz toll, weil ich die Wäsche nicht in den Keller tragen muss, sondern ich einfach hier oben, wenn die Kinder auch spielen oder schlafen, hier die Wäsche erledigen kann. Und das finde ich ein total positiver Aspekt. Das würde ich nie wieder hergeben wollen, diesen Raum. Auch unsere Tochter, die kann hier schon selber die Wäsche einschmeißen und weiß schon ganz genau, was wohin gehört. Und es ist auch echt toll, dass wir hier wieder so viel Stauraum haben, wo wir noch Bettwäsche und Handtücher und sonstige Sachen unterbringen. Ja, wo fällt Wäsche an? Ihr habt hier oben natürlich beide Kinderzimmer. Da wird wahrscheinlich einiges an Wäsche aufkommen. Aber so ganz ist man ja auch bei den Eltern davon nicht gefeit. Und ihr habt hier auf der Ebene natürlich auch euer Elternschlafzimmer. Genau, das zeige ich dir jetzt gerne. Wir haben uns auch was überlegt, noch bei der Aufteilung von den Räumen, eben die Kinderzimmer da drüben und das Bad so ein bisschen als Abtrennung zwischen dem Elternschlafzimmer, auch später, wenn die Kinder mal größer sind, dass sie nicht eben so direkt am Elternschlafzimmer dran sind. So, hier sind wir nun in unserem Elternschlafzimmer. Anfangs war hier vorne noch eine Ankleide geplant, was ich eigentlich ganz toll fand. Aber dadurch, dass sich dann mit dem Bad drüben die Nische ergeben hat, haben wir uns jetzt doch für einen Einbauschrank entschieden. Und ich bin ganz zufrieden, weil das Schlafzimmer jetzt auch so groß ist und hell und ich fühle mich hier ziemlich wohl. Ja, und das Beistellbett hätte es uns auch nicht so gut reingepasst. Genau, da hat der Kleine jetzt noch Platz. Sehr schön. Ja, Miriam, ich habe jetzt vorher gehört, es gibt ja eigentlich auch einen Balkon oder ist zumindest geplant. Wenn ich mir jetzt das Fenster da anschaue, das ist so geplant, dass da ein Balkon kommt. Unten haben wir ja den Erker und da sieht man eben jetzt schon angedeutet, wo der Balkon hinkommen soll. Der kommt über die ganze Länge. Ja, Miriam, dann haben wir auch hier alles von eurem wunderschönen Zuhause gesehen. Wir bedanken uns sehr, dass wir euch besuchen durften und wünschen euch ja auch für alle Arbeiten, die noch anstehen, viel Erfolg. Vielen Dank, es war wirklich richtig toll mit euch und hat richtig Spaß gemacht. Danke für euren Besuch. Das freut uns sehr. Ja, und wenn ihr noch mehr über dieses Haus und vor allem auch die Badezimmergestaltung wissen wollt, dann findet ihr wie immer einen Link in der Videobeschreibung. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.